du Schwein! Halt dich still! Aber es gibt Grundsätze und Hilfsmittel, die euch dabei helfen können, miteinander alt zu werden. Und die wären? Offen und ehrlich miteinander umgehen, euch treu sein. Sie dürfen in meiner Wohnung schlafen. Wie bitte? Aber nur solange ich sie nicht als Übernachtungsmöglichkeit für meine Gäste brauche. Aussteigen! Gero! Mensch, du Idiot! Und zwar schön langsam. Sie sind verhaftet. Was Sie nicht sagen. Musste das sein? Ja, viel mehr kann ich dir auch nicht mehr mit auf den Weg geben. Über Treue habe ich vielleicht schon viel zu viel gesagt. Ich bin sicher, dass dies für dich genauso selbstverständlich ist wie deine Liebe und Aufrichtigkeit. Nur noch eins. Vergiss alle Witze über die Ehe, die sie nur von neidischen Singles erfunden waren. Hast du erfahren? Nein. Du bist auf einmal so still geworden. Was ist los? Lampenfieber vor dem großen Tag? Keine Angst, wir proben das alles. Euren Auftritt und auch die Zeremonie. Ja, und wann? Ja, schauen wir mal nach. Wie wär's denn mit gleich morgen früh? Ja. Kann Steffi da auch? Ja, ich wüsste nicht, was sie sonst vorhaben könnte. Gut. Ja, schade, dass sie jetzt nicht hier sein konnte. Aber du kannst dir alles erzählen, was ich dir gesagt habe. Mhm. Mach ich. Nick. Ich freue mich darauf, euch zu trauen, dich und Steffi. Gero, ich bin ehrlich enttäuscht von dir. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Feindschaft. Lass ihn bloß in Ruhe! Hör gar nicht auf den. Das hätte aber ziemlich daneben gehen können. Ja, ich weiß. Trotzdem, danke. Und überlassen solche Aktionen in Zukunft der Polizei. Wir sehen uns dann am Wagen. Wie? Bist du jetzt verhaftet? Nee, ich muss fürs Protokoll mit aufs Revier. Ach so. Also, wenn er dich überfahren hätte, das hätte ich mir nie verziehen. Aber als ich gehört habe, dass du dich mit ihm treffen willst, da habe ich halt gedacht, Dass ich Stoff kaufen will? das wollte ich unbedingt verhindern. Ich hätte an deiner Stelle genau das Gleiche getan. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, wenn ich Pech habe, dann muss ich wegen Drogenmissbrauch ins Gefängnis. Obwohl du den Dealer ans Messer geliefert hast? Aber das werden die mir positiv anrechnen. Aber egal, was passiert, ich mache auf jeden Fall erstmal eine Drogentherapie. Gero, es tut mir leid, dass ich dir nicht geholfen habe. Meine Schuld. So wie ich euch die ganze Zeit belogen habe? Herr von Sterneck. Einen Moment bitte. Komm doch morgen zum Mittagessen nach Friedenau. Mama freut sich bestimmt. Doch, ganz sicher. In den letzten Tagen hat sich einiges geändert. Bitte, Gero. Katja hat recht. Es wird Zeit, dass du endlich wieder nach Hause kommst. Und wenn ich erst mal mit Christoph geredet habe, dann hat er bestimmt nichts mehr dagegen. Na gut, wenn ihr meint. Fein, also bis morgen. Kommt ihr? Tschüss, Gero. Tschüss. Mhm. Ja, und wir sehen uns sicher später noch im No Limits. Gut. Guten Abend, Frau Schneider. Sascha, machst du mir bitte den Alt? Klar. Sie haben nur eine Suite und was kostet die? Wollen Sie, ich will bei Ihnen übernachten und nicht den Laden kaufen. Ja, erklären Sie das bitte. Bis gleich. Rufen Sie mir bitte ein Taxi. Mach ich. Prost. Haben Sie einen Wasserrohrbruch zu Hause oder wieso gehen Sie ins Hotel? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ist ja nicht gut, Sie zittern so. Ach,
auch das noch. Oh, kein Problem, Frau Schneider. Wollen Sie Neues? Nein. Kann es sein, dass Ihnen Ihr schlechtes Gewissen keine Ruhe lässt? Es ist Dennis. Der treibt mich noch in den Wahnsinn. Ja, aber ich dachte, Sie beiden sind ein Herz und eine Seele. Das war einmal. Jetzt tötet er mir den letzten Nerv. Er schläft in meinem Bett, fährt meinen Wagen und behandelt mich wie seine Putzfrau. Ja, aber so etwas nennt man Hausfriedensbruch. Sie müssen nur zur Polizei gehen. Ich kann nicht zur Polizei gehen. Das wissen Sie ja wohl am besten. Naja, Sie wollen ja, dass ich mich stelle. So ist es. Ihr Taxi ist da. Aber keine Sorge, Herr Fritsche. Auch ohne Selbstanzeige bin ich gestraft genug. Dafür sorgt schon Dennis. Was meinst du? Sollen wir morgen zur Generalprobe schon die richtigen Ringe nehmen? Ja, wenn du willst. Ah, nee. Doch lieber erst zur Trauung. Zeig noch mal. Schon wieder? Ach komm, du kannst sie noch lang genug bewundern. Zeigen. Ist der nicht wunderschön? Man fühlt sich gleich viel verheirateter. Tja, das hättest du alles im Standesamt haben können. Ach nee, wir waren uns doch einig, dass wir die Ringe erst zur kirchlichen Trauung nehmen. Muss Liebe schön sein. Muss Neid wehtun. Sieh an, es wird geheiratet. Gratuliere. Wie hast du es bloß geschafft, Steffi an die Kette zu legen? Weißt du, Dennis, das hätte sowieso keinen Sinn, dir das zu erklären, weil von Frauen verstehst du einfach nichts. Auch Prozeski, du weißt doch, dass alle Frauen auf mich stehen. Ach ja? Seit wann wollen die was von Typen, die Leute anfahren und dann Fahrerflucht begehen? Jetzt hat er es mir aber gegeben. Naja, auf jeden Fall wollen sie nichts von Schlaftabletten wie dir. Schönen Abend noch. Dass ich dem mal meine Freundschaft angeboten habe. Du hattest von Anfang an recht. Er ist und bleibt eine kleine miese Ratte. Und ein elender Lügner. Einen verletzten Menschen einfach auf der Straße liegen lassen und dann auch noch wochenlang behaupten, man war es nicht. Weißt du, dass er seine Tat nicht zugibt? Das finde ich am allerschlimmsten. Mit jemandem, der so lügt, könnte ich nie zusammen sein. Danke. Namen Tillmann. Hi, Nina. Machst du mir einen Kaffee? Klar? Danke. Und? Wie ist es gelaufen? Ed sitzt in U-Haft. Diesmal kriegen sie ihn richtig dran. So schnell ist er bestimmt nicht wieder draußen. Hoffentlich. Wie stehen deine Aktien? Ich habe gerade mit dem Staatsanwalt geredet. Er muss natürlich Anzeige erstatten. Aber er glaubt, dass das Verfahren eingestellt wird. Weil du mitgeholfen hast, Ed zu verhaften. Genau. Ja, und weil ich eine Drogentherapie mache. Aber dann sieht doch alles gar nicht so schlecht für dich aus. Von außen betrachtet ja. Aber sonst... Ich kann mir einfach nicht verzeihen, was ich meiner Mutter angetan habe. Aber du zahlst ihr doch das Geld zurück. Die Praxis ist so gut wie verkauft. Ja. Heute Abend mache ich den Vertrag perfekt. Aber darum geht's nicht. Barbara hätte sich meinetwegen fast umgebracht. Soll ich das je wieder gut machen? Und wenn er uns wieder was vormacht, weil er von den Drogen nicht loskommt? Er hat es fest vor und ich glaube ihm. Mein Gott, es geht doch erst mal nur um ein Mittagessen. Ich weiß, dass du mich beschützen willst, Christoph. Ich bin dir auch sehr dankbar, aber er braucht jetzt meine Hilfe. Du bist nicht stark genug, um ihm zu helfen. Außerdem, Kathi hat er ja auch versichert, dass er weg ist von den Drogen. Das war vor meinem Selbstmordversuch. Ich weiß, dass ihm das die Augen geöffnet hat. Ich wollte, ich könnte dir glauben. Ich war wirklich sehr enttäuscht von ihm, aber ich habe ihm verziehen, Christoph. Jeder verdient eine zweite Chance. Du gibst sie mir doch auch. Obwohl du Angst hast, dass ich verrückt bin, hast du dich entschlossen, fest an mich zu glauben. Bitte, Christoph, gib ihm auch die Chance. Lass ihn nach Hause kommen. Frau Schneider, auch mal wieder am Lande? Ich habe mich schon um Sie gesorgt. Wie ich sehe, haben Sie sich in der Zwischenzeit ja ganz nützlich gemacht. Respekt. Sieht ja wieder ganz ordentlich aus. Wo haben Sie denn eigentlich gesteckt? Oder ist die Frage zu indiskret? Können Sie nicht wenigstens von einem Teller essen? Sie haben recht. Entschuldigen Sie bitte.
Bringen Sie mir dann außer dem Teller bitte noch einen schönen Milchkaffee? Wie lange wollen Sie dieses Spielchen noch treiben, hm? Solange es mir Spaß macht. Sind wir schon so nervös, dass wir unsere guten Manieren vergessen? Es ist unhöflich zu rauchen, wenn jemand isst. Hat Ihnen das keiner gesagt? Ich weiß, was ich Ihnen angetan habe. Ich weiß auch, dass ich das nicht wieder gut machen kann. Aber so geht es nicht weiter. Und warum nicht? Weil ich es nicht mehr aushalte. Oh. Sagen Sie mir endlich, was Sie von mir wollen. Alles, was Ihnen wichtig ist. Sie haben meine Wohnung, mein Auto, was noch? Sie. Nein, sicher nicht das, was Sie denken. Dafür sind Sie mir eindeutig zu alt. Ich will, dass Sie spüren, wie das ist, völlig ausgeliefert zu sein. Wenn man sich nicht mehr wehren kann und immer noch einen draufkriegt, verstehen Sie mich? Ich will Sie am Boden sehen. Ich mach Sie fertig. Gefällt's dir auch? Ja, es ist wunderschön. Danke, Steffi. Ja. Glaubst du, ich lasse meine Brautjungfer in den Sack und Asche gehen? Guck mal auf den Tisch. Da liegt was für dich. Ach, du bist schon fertig damit. Das ist ja super. Ich habe extra ein paar Nachtschichten eingelegt. Du bist ein Schatz. Die Collage hier, die ist ja toll. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Zufälligerweise bin ich Fotografin. Schon vergessen? Oh, und das Bild hier. Ja, das kommt in der Vergrößerung erst richtig gut. Finde ich auch. Oh, Nick freut sich bestimmt total. Na, das will ich hoffen, bei der Arbeit, die ich mir gemacht habe. Weißt du, wo wir heute Morgen waren? Die Ringe abholen. Das haben wir gestern gemacht. Wir haben die Trauung geprobt. Ah, mit Tillmann. Und mit Millie und Uli. Es wird alles einfach noch viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Du kannst an gar nichts anderes mehr denken, oder? Nee. Nick ist wirklich der beste und wunderbarste Mensch, den es auf der Welt gibt. Seitdem wir auf dem Standesamt waren, bin ich noch verrückter nach ihm. Glaubst du, das ist normal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird eure Ehe nicht langweilig. Und wenn ich erst mal den Ehering trage. Ach, Jackie, es ist so schön, mit Nick verheiratet zu sein. Ich muss unbedingt mit dir reden. Worum geht's? Ich war doch gestern bei Tillmann, unserem Pfarrer. Ja, ich weiß. Steffi war ganz geknickt, dass sie nicht rechtzeitig kommen konnte. So war es mir ehrlich gesagt auch lieber. Weißt du, Erika, Tillmann sprach von Liebe und Vertrauen und von Treue und Ehrlichkeit. Verstehst du? Ja, ich fürchte ja. Ob ich Steffi nicht doch alles sagen soll? Dafür ist es jetzt zu spät. Das hättest du vor der standesamtlichen Trauung machen müssen. Jetzt bist du mit einer Lüge in die Ehe gegangen und Steffi würde dir das nie verzeihen. Ja, das ist mir gestern einmal mehr klar geworden. Entschuldigung. Sander? Hallo, Arno. Was für Unterlagen? Nach Friedenau? Nee, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Arno, Nick ist gerade hier, der bringt sie dir raus. Ist okay. Gut, sag ich ihm. Tschüss. Arno ist in den alten Stallungen, ja? Ja. Nick, willst du meine ehrliche Meinung hören? Lass die Vergangenheit ruhen und mach Steffi einfach glücklich. Seit wann muss ich angemeldet werden? Ich kenne den Weg. Verzeihung, Frau Ja, von ja, ja. Einstetten. Oh, schon gut, Bianca, danke. Clarissa, du musst mir unbedingt helfen. Habe ich mich dir gegenüber nicht klar genug geäußert? Ich weiß, dass ich dich enttäuscht habe, aber ich flehe dich an. Ich schaffe das alleine nicht. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Dennis will mir das Leben zur Hölle machen. Ich weiß nicht mehr weiter. Wer musste ihm denn unbedingt die Wahrheit sagen? Ich weiß, dass das ein Fehler war. Aber was soll ich denn jetzt tun? Zur Polizei kann ich nicht gehen und das weiß dieser Mistkerl ganz genau. Clarissa, hilf mir, ihn loszuwerden. Ich tue auch alles, was du willst. Ich werde dich ganz bestimmt daran erinnern. Du hilfst mir also? Na, habe ich eine gute Freundin je im Stich gelassen? Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Also, wie gehen wir vor? Na, immer hübsch langsam. Da muss ich erst mal in Ruhe drüber nachdenken. Ja, ich halte das nicht mehr aus. Das wirst du aber müssen. Vertrau mir fällt schon noch was ein. Jetzt gehst du erst mal nach Hause und machst dir keine Sorgen mehr. Ist gut.
Ach, rufst du mir bitte ein Taxi? Bist du nicht mit dem Wagen da? Nein, Dennis hat meinen Wagen. Ich hätte natürlich seinen nehmen können, aber im Moment bin ich zum Autofahren viel zu nervös. Ist wohl auch besser so. Bevor du wieder den Bestand an Fußgängern dezimierst, soll Gregor dich nach Hause fahren. Na, würde er das tun? Ja, natürlich, wenn ich es ihm sage. Er muss sowieso noch was in der Stadt erledigen. Gregor, würden Sie bitte so freundlich sein und Frau Schneider nach Hause bringen? In Ordnung. Er wartet am Eingang auf dich. Danke, Clarissa. Das vergesse ich dir nie. Und wann war das? Ja, gut. Dankeschön. Ist Gero noch nicht da? Also ich habe gerade in der Pension angerufen. Er ist auf dem Weg. Wo hast du den Arno gelassen? Der ist noch in den alten Stallungen irgendwas ausmessen. Brauchen Sie mich noch? Nein, danke, Christiane. Wir melden uns, wenn wir essen wollen. Danke. Gut. Übrigens, der ist dafür, dass Gero kommen darf. Und der ist dafür, dass du ihm keine Vorwürfe machst. Hoffe ich jedenfalls. Da muss ich mich ja wohl geschlagen geben. Hm? Verzeihung, da ist Besuch für Sie. Nina! Hallo Henning. Entschuldigen Sie die Störung. Frau von Anstetten? Ja. Ich bin gebeten worden, Ihnen das hier zu geben. Dankeschön. Von Gero. Liebe Barbara, was ich getan habe, kann ich nie wieder gut machen. Deshalb bitte ich dich auch nicht um Verzeihung. Jetzt noch nicht. Was ist denn los? Was schreibt Gero denn? Liest du vor? Es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Und damit auch meiner ganzen Familie. Ich habe euch alle enttäuscht. Christoph, Henning und vor allem Kathi. Vielleicht könnt ihr meinen Entschluss nicht verstehen, aber es ist besser, wenn ich von hier weggehe. Wohin, weiß ich selbst noch nicht. Ich habe die Praxis verkauft und dir das Geld auf dein Konto überwiesen. Den Rest versuche ich nach und nach abzuzahlen. Macht euch bitte keine Sorgen. Ich stehe mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung und habe auch weiterhin vor, eine Therapie zu machen. Versucht bitte nicht, mich zu erreichen. Wer weiß, eines Tages, wenn ich mir selbst verziehen habe, komme ich wieder und bitte dich um Verzeihung, Mama. Ich habe mich gelangweilt und dachte, ruf doch den alten Tillmann mal wieder an. Frau Schneider, geht es gut? Warum fragst du? Natürlich arbeite ich noch für Sie. Aber ich habe es jetzt ein bisschen leichter. Naja, ich bin sozusagen unentbehrlich für Sie geworden. Zum Boxen jetzt? Ja, warum nicht? Okay, mach ich. Bis gleich. Ciao. Das darf doch nicht wahr sein. Das Zeug ist prima, sollten wir öfters essen. Schmeckt ganz exquisit, oder wie sagt man in Ihren Kreisen? Schluss jetzt. Lasse mir das nicht länger bieten. Ihr Ton lässt wirklich zu wünschen übrig. Lassen Sie den Quatsch. Hier werden jetzt andere Seiten aufgezogen. Seien Sie nicht so streng mit mir. Sie glauben wohl, Sie können mir immer weiter auf der Nase rumtanzen, hm? Ehrlich gesagt, ja. Ach so, vergessen Sie bitte über Ihrer neu entdeckten Tapferkeit nicht hier sauber zu machen. Ich möchte es ordentlich haben, wenn ich nach Hause komme. Frohes Schaffen. Hier wird das Lachen schon noch vergehen. Haben Sie Frau Schneider zu Hause abgeliefert? Ja. Sie wollte erst gar nicht hochgehen. Nach Ihrer Beschreibung sieht es dort aus wie in einem Schweinestall. Ich weiß. In meiner Wohnung. Dann sagen Sie mir, was ich tun soll. Nichts, gar nichts. Wir lassen alles so laufen, wie es ist. Aber es ist Ihre Wohnung.
Und Sie haben Frau Schneider versprochen. Was ich Charlie versprochen habe, ist unwichtig. Sie hat einen Denkzettel verdient. Und wenn sie merkt, dass Sie ihr nicht helfen und sie doch noch zur Polizei geht, ist das Risiko nicht ein bisschen groß? Überhaupt nicht. Charlie hat viel zu viel Angst, zur Polizei zu gehen und Dennis hat kein Interesse daran. Also lasse ich die Situation erstmal so, wie sie ist. Verstehe. Also vergessen Sie, Frau Schneider, wir haben in Zukunft weit wichtigere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Arno? Nick, zum Glück habe ich dich gerade noch reingehen sehen. Hast dich ein bisschen verlaufen. Das hier gehört nicht zu den Stallungen. Danke, dass du extra rausgekommen bist. Ich bitte dich, das ist doch selbstverständlich. Also ich weiß nicht. So kurz vor deiner kirchlichen Trauung hast du doch sicher was Besseres zu tun, als anderen Leuten die Klamotten nachzutragen. Ach, halb so wild. Vor dem Polterabend hatte ich mehr Stress, aber zum Glück kümmert sich ja Erika diesmal um die Feier. Ja, kommt einiges zusammen. Mach's gut, Nick. Ich muss wieder rüber. Ja. Und danke nochmal. Ja, sehr gern. Tschüss. Wieso ist mir eigentlich nie aufgefallen, wie schön du bist? Findest du? Tillmann, du bist ja immer noch nicht fertig. Dauert keine Minute. Schön, dass dir Frau Schneider freigegeben hat. So kann man es auch sehen. Wie bitte? Naja, ich kann machen, was ich will. Die Frau frisst mir aus der Hand. Bist du bescheuert? Was soll denn das? Du bist ein mieser Lügner. Ich habe nämlich zufällig mit deiner Chefin gesprochen. Na, traumhaft. Und sie hat dir ihr Leid geklagt. Nein, hat sie nicht, aber trotzdem bist du auf dem falschen Weg. Erpressung ist keine Lösung. Ach nein? Frau Schneider hat sich falsch verhalten, klar. Aber was du jetzt tust, ist nicht viel besser. Wieso? Auge um Auge steht doch schon in der Bibel. Wie oft das schon zitiert wurde. So einfach geht das. Genau so einfach geht das. Mein Gott, du bist echt zum Pfaffen geboren. Was soll das jetzt? Ist doch wahr! Würde dir nicht der Kragen platzen. Die Schneider hat mich nur ausgenutzt. Das verstehe ich. Nein, anscheinend verstehst du gar nichts. Das erste Mal in meinem Leben habe ich einem Menschen vertraut. Du weißt doch selber, wie oft ich dir von ihr vorgeschwärmt habe. Die Schneider hat mich dazu gebracht, dass ich mich bei der Polizei stelle. Und ich habe es gern getan, weil ich ihr helfen wollte. Kriegst du nicht rein, dass ich enttäuscht bin? Natürlich kapiere ich das. Das kriegt sie zurück. Ich lasse mich nicht ungestraft verarschen. Wenn du dich auf ihre Ebene begibst, bist du auch nicht besser als sie. So was musste ja kommen. Ich wollte eigentlich mit ihr boxen gehen. Aber wenn du nur wieder predigen willst, vergiss es. Was soll das? Ach, du bist es. Hast du jemand anderes erwartet? Quatsch. Woher wusstest du überhaupt, dass ich hier bin? Ich habe Arno getroffen. Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich vermisst habe? Bloß weil wir uns ein paar Stunden nicht gesehen haben? Das waren ein paar Ewigkeiten. Und deshalb habe ich großen Nachholbedarf. Wir beide hier? Romantischer geht's doch gar nicht.